Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Was weißt du über die letzte Generation? Genauer, ist die letzte Generation das Letzte? Wie ich hin und wieder betone, entstehen meine Videothemen durch Unterhaltungen mit meinen Mitmenschen. So auch dieses Thema. In diesem Video lade ich meine Zuhörer und Zuseher ein, mit mir und andere in eine tiefgründigen Diskussion über die letzte Generation einzutauchen. Ich, ein leidenschaftlicher Philosophie- und Philologie-Enthusiast, aber auch ein Provokateur, möchte tatsächlich mit dieser Diskussion provozieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Provocare, aus dem Lateinischen pro, für und vocare, sprechen. Also, wenn ich provoziere, dann lade ich zum Gespräch ein. Unsere Mission, den Kern dieser faszinierenden Themen zu erkunden und vielleicht auch kontroverse Standpunkte diskutieren. Lasst uns also gemeinsam in den Dialog eintreten und herausfinden, was die letzte Generation wirklich bedeutet. Hast du dich jemals gefragt, warum junge Menschen Straßen blockieren, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen? Oder warum sie Lebensmittel verschwenden, um auf Missstände hinzuweisen? Diese Diskussion führt uns zu einer wichtigen Frage, wie ich finde. Wer ist eigentlich die letzte Generation? Über die letzte Generation kann ich sagen, dass es sich oft auf die jüngste Generation bezieht, die wahrscheinlich die schwerwiegendsten Auswirkungen des Klimawandels erleben wird. Diese Generation steht vor der Herausforderung, die Umweltprobleme, die von vorherigen Generationen verursacht wurden, anzugehen und nachhaltige Lösungen zu finden. In Anbetracht dieser Definition möchten wir genauer erforschen, wie junge Menschen ihre Anliegen ausdrücken und auf die Herausforderungen des Klimawandels hinweisen. Ich hatte kürzlich eine bemerkenswerte Unterhaltung mit einem jungen Menschen, der sich sowohl über die Lebensmittelverschwendung als auch über Kunstwerkeverschandelung ärgerte. Was glaubst du, weshalb Menschen Lebensmittel wie Tomaten und Kartoffelpüree verschwenden und diese sogar dazu nutzen, Kunstwerke zu beschädigen? Welche Botschaft könnte diese Handlung vermitteln? Dies war der Ausgangspunkt für unsere heutige Diskussion über die letzte Generation und ihre Bemühungen, auf die Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Lass uns eintauchen und verstehen, wie diese Generation die Welt verändern möchte. Wenn junge Menschen Lebensmittel verschwenden, könnte das eine Art Aufschrei sein, um unsere Aufmerksamkeit auf die Ressourcenverschwendung und Umweltauswirkungen unserer Gesellschaft zu lenken. Es könnte bedeuten, dass sie die Muster des übermäßigen Konsums und der Verschwendung in Frage stellen. Aber muss es wirklich Lebensmittel sein? Werden nicht genug Lebensmittel anderweitig vernichtet und weggeschmissen? Müssen die jetzt auch noch damit anfangen? Muss man es gleich so übertreiben? Diese Fragen werfen interessante Überlegungen auf. Die Definition von übertreiben kann subjektiv sein und von Person zu Person variieren. Einige mögen denken, dass Lebensmittelverschwendung eine effektive Möglichkeit ist, Aufmerksamkeit zu erregen und Veränderungen zu fordern, während andere das als übertrieben empfinden könnten. Was in dieser Diskussion klar wird, ist, dass die Aktionen der Aktivisten und der moralische Zeigefinger, den sie erheben, ebenso subjektiv sind. Ich hatte kürzlich eine
Tiefgründige Unterhaltung mit einem jungen Menschen, der ein Interesse an Landwirtschaft und Forstwirtschaft hat und sich sowohl über Lebensmittelverschwendung als auch über Kunstwerke, Verschandelungen ärgerte. Die Diskussion führte zu der Frage, wie man solche Handlungen ethisch und moralisch bewerten kann. Wie können wir die Standpunkte der einen Seite respektieren, ohne die der anderen abzulehnen? Wir werden darüber nachdenken, wie unterschiedliche Menschen diese Handlungen bewerten und welche Rolle Moral und Ethik in diesem Kontext spielen. Lasst uns den Dialog über die letzte Generation und ihre Methoden, auf die Umweltprobleme aufmerksam zu machen, weiterführen. Hier sind einige Ansätze, meine lauten Gedanken, wie eine weiterführende Diskussion aussehen könnte. Erstens, Respektieren der Standpunkte. Diskutieren darüber, wie verschiedene Ansichten konstruktiv miteinander in Einklang gebracht werden können. Betonen, dass Dialog und gegenseitiger Respekt Schlüssel zur Verständigung sind. Beispiele für solche erfolgreiche Dialoge zwischen unterschiedlichen Standpunkten und im Umweltfragen anführen. Zweitens, unsere Gedanken. Austausch von Gedanken darüber, wie wir persönlich die Handlungen von Aktivisten bewerten. Reflektieren darüber, wie unsere eigenen Überzeugungen und Werte unsere Meinungen beeinflussen. Betonen, wie wichtig es ist, offen für neue Perspektiven zu sein und sich durch Diskussionen weiterzuentwickeln. Bewertung von Handlungen. Untersuchen, wie verschiedene Menschen die gleichen Aktivismushandlungen unterschiedlich bewerten können. Beispielgeschichten oder Studien über die öffentliche Meinung zu umstrittenen Aktionen einbringen. Fragen aufwerfen, warum unterschiedliche Bewertungen auftreten könnten und wie dies den Dialog beeinflusst. Viertens. Rolle von Moral und Ethik. Erörtern, wie Moral und Ethik in Umweltaktivismus und Gesellschaft im Allgemeinen eine Rolle spielen. Debatte darüber, ob es universelle moralische Standards gibt oder ob Moral eher relativ ist. Einfluss von Moral und Ethik auf politische Entscheidungsprozesse und Gesetze erörtern. Diese Ansätze könnten als Grundlage für eine weiterführende Diskussion dienen, oder? Bla bla bla, möchte manch einer hier einbringen. Mit Empathie und Dialog kommt man doch bei denen nicht allzu weit. Ich bin auch geneigt, diesem Blabla zu verfallen. Warum? Nun, lasst uns den Dialog über die letzte Generation, ihre Methoden, auf die Umweltprobleme aufmerksam zu machen, weiterführen. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Können wir wirklich die Standpunkte der jungen Klimaaktivisten respektieren, wenn sie Straßen blockieren und Kunstwerke beschädigen? Oder wenn Menschen aufgrund von Straßenblockaden sterben, weil der Notarzt zu spät kommt? Und was ist mit den Widersprüchen? Die Aktivisten kämpfen für die Umwelt, aber genießen gleichzeitig Annehmlichkeiten wie Avocados, Mandelmilch und Smartphones, die ihrerseits Umweltauswirkungen haben. Ist das nicht mit zweierlei Maß messen? Wasser predigen, Wein saufen, hypokritisch, eine Heuchelei? Ist das nicht ein ethisches Dilemma? Konkrete Beispiele für Aktivismusaktionen. In der Vergangenheit haben wir gesehen, wie Aktivisten Straßen blockieren oder Kunstwerke beschädigen, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Ein bekanntes Beispiel ist die Aktion, bei der Straßen blockiert wurden, was in einigen Fällen tragische Folgen hatten. Was denkst du über solche Aktionen? Sind sie ein effektiver Weg, um
Veränderungen herbeizuführen, oder gehen sie zu weit? Fridays for Future. Die Bewegung wurde von der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg ins Leben gerufen und führte zu weltweiten Schulstreiks für den Klimaschutz. Extinction Rebellion. Diese Gruppe führte in verschiedenen Städten Protestaktionen durch, darunter die Blockierung von Straßen und Brücken, um auf die Dringlichkeit des Klimawandels aufmerksam zu machen. Wie könntest du, der Zuhörer oder der Zuschauer, hier mögliche Lösungsansätze oder Beispiele für erfolgreiche Zusammenarbeit aufzeigen? Emotionen und Aktivismus. Diskussionen über Umweltfragen sind oft von starken Emotionen geprägt. Die Liebe zur Natur und die Sorge um die Zukunft unseres Planeten können zu leidenschaftlichen Standpunkten führen. Aber wie beeinflussen Emotionen unsere Wahrnehmung von Aktivismus? Ist es möglich, in diesen Diskussionen rational zu bleiben und unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen? Die emotionale Dimension des Klimaaktivismus zeigt sich in den leidenschaftlichen Reden von Greta Thunberg und anderen Aktivisten, die ihre Sorge um die Zukunft betonen. Aktivisten setzen oft auf emotionale Bilder und Geschichten, um die Auswirkungen des Klimawandels zu veranschaulichen, wie beispielsweise die schmelzenden Gletscher oder von Naturkatastrophen betroffene Gemeinschaften. Hier könntest du deine persönlichen Erfahrungen oder Geschichten einbringen, um die emotionale Dimension des Themas zu betonen. Kompromisse und gemeinsame Lösungen. In einer Welt, in der die Meinungen über Umweltfragen stark voneinander abweichen, stellt sich die Frage, ob es Raum für Kompromisse und gemeinsame Lösungen gibt. Können Aktivisten und Skeptiker zusammenarbeiten, um Umweltprobleme anzugehen? Welche Kompromisse wären akzeptabel und wo liegen die Grenzen? Einige Städte und Gemeinschaften haben Initiativen gestartet, um erneuerbare Energien zu fördern und nachhaltige Stadtentwicklungspläne umzusetzen. Ein Beispiel für Zusammenarbeit ist das Pariser Abkommen von 2015, bei dem viele Länder gemeinsam Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen vereinbart haben. Hier könntest du mögliche Lösungsansätze oder Beispiele für erfolgreiche Zusammenarbeit aufzeigen. Verantwortung der letzten Generation. Die letzte Generation steht vor der Herausforderung, die Umweltprobleme zu bewältigen, die von vorherigen Generationen verursacht wurden. Welche Verantwortung tragen wir für die zukünftigen Generationen? Wie werden die Entscheidungen, die wir heute treffen, die Welt für diejenigen gestalten, die nach uns kommen? Junge Aktivisten haben oft betont, dass die zukünftigen Generationen die Konsequenzen der Entscheidungen, die heute getroffen werden, tragen werden. Dies unterstreicht die Bedeutung nachhaltiger und verantwortungsvoller Entscheidungen in Bezug auf Umweltfragen. Wie könntest du betonen, wie wichtig es ist, nachhaltige Lösungen zu finden und die Zukunft aktiv mitzugestalten? Ja, die genannten Beispiele und Themen sind durchaus relevant für das Thema letzte Generation und den globalen Klimaaktivismus, auch wenn ich universelle Themen aufgeführt habe. Die letzte Generation bezieht sich oft auf junge Menschen, die die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels erleben werden, und Klimaaktivisten, die sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen, gehören auch zu dieser Gruppe. Die Beispiele, die ich genannt habe, veranschaulichen verschiedene Aspekte des Engagements und der Bemühungen von jungen Menschen in Bezug auf Umwelt- und Klimafragen. Wie bewerten wir diese Handlungen moralisch und ethisch? Gibt es universale Standards oder ist Moral relativ?
Und wie beeinflussen Moral und Ethik politische Entscheidungsprozesse und Gesetze? Die Bewertung dieser Handlungen aus moralischer und ethischer Sicht ist ein komplexes Thema. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Verantwortung nicht allein auf den Schultern der Aktivisten liegt. In einer Gesellschaft teilen wir alle eine gewisse Verantwortung für die Umwelt und die Welt, die wir unseren zukünftigen Generationen hinterlassen. Dies schließt nicht nur die Aktivisten ein, sondern auch Regierungen, politische Entscheidungsträger und die Gesellschaft als Ganzes. Damit möchte ich unbedingt zum wiederholten Male betonen, dass die Verantwortung für Umweltfragen nicht allein bei den Aktivisten liegt, sondern auf vielen Ebenen der Gesellschaft und auf Politik geteilt wird. Die Frage nach universellen moralischen Standards oder der Relativität von Moral bleibt ein bedeutender Aspekt dieser Diskussion. Es ist entscheidend, darüber nachzudenken, wie unsere moralischen Überlegungen und ethischen Grundsätze politische Entscheidungsprozesse und Gesetze beeinflussen. In Anbetracht meines Blablas weiter oben und der Diskussion über die Aktionen junger Aktivisten und ihre Bemühungen, auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, erinnere ich mich an eine interessante Idee von Niccolò Machiavelli, einem Philosophen und Politiker des 16. Jahrhunderts. Er stellte die Frage nach dem Königsmord, wobei er argumentierte, dass solche radikalen Handlungen manchmal als letztes Mittel gerechtfertigt sein könnten, wenn diejenigen, die die Macht haben, nicht auf friedliche Weise auf die Anliegen des Volkes hören. Nochmal ganz langsam zum Verstehen. Wenn diejenigen, die die Macht haben, nicht auf friedliche Weise auf die Anliegen des Volkes hören. Natürlich beziehe ich mich nicht darauf, dass junge Aktivisten die Absicht haben, tatsächlich solche Handlungen zu begehen. Ich will auch niemanden zu solchen radikalen Maßnahmen ermuntern. Dann machte ich mir nicht die Mühe, dieses Videos zu machen, oder? Aber ich bringe diese Idee auf, um zu verdeutlichen, dass Menschen oft zu extremen Mitteln greifen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie keine anderen effektiven Möglichkeiten haben oder wenn sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Die Frage, die wir uns stellen könnten, ist, welche Alternativen junge Aktivisten haben, um ihre Anliegen zu äußern, wenn die etablierten Strukturen und die ältere Generation sie nicht ernst nehmen oder wenn die Dringlichkeit des Problems nicht ausreichend wird. Dies bedeutet nicht, dass wir solche Handlungen gutheißen, sondern vielmehr, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, ihnen einen Raum zu bieten, in dem sie gehört werden und konstruktive Veränderungen anstreben können. Indem wir die Verantwortung für die Schaffung solcher Räume auf die Gesellschaft und die Politik übertragen, können wir dazu beitragen, dass extreme Maßnahmen vermieden werden und dass der Dialog und konstruktive Lösungen im Vordergrund stehen. Du, mein lieber Zuhörer und Zuseher, kannst diese Idee dann weiter in die Diskussion einbringen und betonen, wie wichtig es ist, den jungen Aktivisten alternative Wege zur Verfügung zu stellen, um ihre Anliegen zu äußern und Veränderungen herbeizuführen, ohne zu radikalen Maßnahmen greifen zu müssen. Dies unterstreicht die Verantwortung aller Beteiligten, die in der Gesellschaft und Politik aktiv sind. Ein Zitat von Marsha Rosenberg bringt es auf den Punkt. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides geht nicht. Lasst uns diese Gedanken und Fragen in den Kommentaren wertschätzen und respektvoll weiter vertiefen, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Debatte über die letzte Generation und die Verantwortung sind, die wir alle für unsere Umwelt und die kommenden Generationen tragen. In diesem Sinne, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren